Liebe Freunde, heute will ich mal das Thema Schüttelschlauch ansprechen. Jeder kennt das ja, das Problem. Man hat keine Bootstankstelle in der Nähe und muss dann doch Kanisterbetankung machen. Und in der Vergangenheit haben wir oft mit Trichter gearbeitet, was sehr anstrengend war und auch sehr fehlerträchtig, dass man mal verrutscht ist und den Kanister nicht sauber den Trichter halten konnte, es spritzte. Alternative sind Handpumpen, die natürlich auch sehr langwierig sind. Und irgendwann hat uns jemand mal den Schüttelschlauch gezeigt und seitdem nehmen wir dieses Teil und das ist einfach wunderbar. Man sollte natürlich auch gucken, dass im Hafen Kanisterbetankung erlaubt ist und auch entsprechend alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, dass der Schlauch nicht ins Wasser fallen kann, der Kanister nicht ins Wasser fallen kann, denn das wäre nicht wirklich gut. So, jetzt gehen wir zur praktischen Vorführung über. Es ist ein Träumchen heute. Wir haben traumhaft schönes Wetter. Der Meister zeigt jetzt, wie der Schüttelschlauch funktioniert. Na dann viel Spaß. So, natürlich sollte man sich einen Handschuh anziehen, weil es lässt sich leider nicht vermeiden, dass man etwas mit Diesel in Kontakt kommt, weil ein Teil des Schlauches natürlich im Kanister ist. Wichtig ist natürlich, den Schlauch möglichst weit in die Tanköffnung reinzumachen, dass er auf keinen Fall wieder rausrutschen kann. So. Und dann bleibt jetzt genügend Reserve. Hier unten ist ein Ventil dran, was auf und schließt, wenn ich schüttel. Als Mann kennt man ja die Bewegung. Sobald das Benzin über einen bestimmten Punkt hinausgelaufen ist, dann läuft es von selbst. Jetzt dauert das natürlich eine Weile. Man hat das dann irgendwann im Gefühl, wenn der Kanister so ziemlich leer ist. Ich mache dann immer Folgendes. Damit ich den Kanister ganz entleeren kann, halte ich den Kanister schräg und sehe, dass das Ventil ganz unten in der Ecke aufliegt. So, und dann schnell rausziehen. Und dann kommt die helfende Hand. Okay, das war der erste Streich und der zweite Kanister folgt zugleich. Das gleiche Procedure nochmal. Wichtig, ordentlich schütteln. Und jetzt läuft der Diesel. Ja, das geht vor allen Dingen sehr schnell, ohne Kraftanstrengung und quasi auch ohne irgendwelche Umweltverschmutzung. Man sollte nur aufpassen, dass der Kanister nicht vom Bord fällt. Hier kann es allerdings nichts passieren, weil hier ja das Geländer ist oder die Reling. So, jetzt kommt der dritte Kanister dran und der wird genauso sein wie alle anderen auch. Und man sieht, wie schnell das Ganze geht. Und ich hoffe, der Tipp mit dem Schüttelschlauch hat euch gefallen. Vielen Dank.